Einmal rund um den See auf dem Bodenseeradweg, dazu die Bergetappe mit Übernachtung auf dem Pfänder mit dem ultimativen Seepanorama. Willkommen bei Gipfelschluck, los geht's! Nach meiner Anreise mit der Schwarzwaldbahn von Karlsruhe aus beginnt meine Radtour um den Bodensee in Radolfzell an einem späten Nachmittag. Zum Einradeln wartet das erste Teilstück bis Konstanz, gut 25 Kilometer lang. Bei leichtem Auf und Ab sammeln wir dabei 150 Höhenmeter. Während wir uns bei Ankunft am Bahnhof in Radolfzell und dem dort direkt vorbeilaufenden Radweg noch direkt am See befanden, verläuft die Strecke nach Konstanz etwas zurückversetzt im Hinterland, teilweise mit etwas Fernsicht hinunter auf den See. Zwischendurch erfolgt die sehenswerte Ortsdurchfahrt durch Allensbach. Die Gesamtstrecke bis Konstanz ist asphaltiert und gut zu radeln. Nach gut 1,5 Stunden auf dem Rad erreichen wir auch schon Konstanz, mit etwa 85.000 Einwohnern die größte Stadt am Bodensee. Dort angekommen überqueren wir direkt den Seerhein, der die Stadt teilt. Dieser Abschnitt des Rheins besitzt eine Länge von etwa 4 Kilometern und verbindet den oberen Bodensee mit dem unteren Bodensee. In Konstanz auf jeden Fall sehenswert die Promenade mit Blick auf den oberen Bodensee inklusive der angrenzenden Altstadt. Auf der Übersichtskarte sehen wir die von mir geradelte Strecke. Am Folgetag wird es am Nordufer entlang über Meersburg, Lindau hinauf auf den Pfänder gehen. Der Folgetag beginnt mit wunderbarem Blick zurück über die Hafenpromenade Konstanz. Nun könnten wir nach 6 Kilometern in Allmannsdorf die Fähre hinüber nach Meersburg nehmen und damit den Überlinger See, den nordwestlichen Teilarm des Bodensees, auslassen. Damit würden wir rund 60 Kilometer einsparen. Ich wähle die Route um den Überlinger See herum. Damit verbunden sind ein paar Höhenmeter. Bergan geht es über einen Stich, kurze Strecke steiler bergauf. Bergab ist die ganze Geschichte etwas länger gezogen, sodass es sich dort wunderbar rollen lässt. Nach etwas Zeit im Hinterland bekommen wir am Nordwestende des Überlinger Sees in Ludwigshafen den See nun wieder zu Gesicht. Von dort aus führt die Route des Bodenseeradwegs sehr seenah bis nach Überlingen. Nach der zügigen Durchfahrt durch das Städtchen und einem schönen schattigen Abschnitt entlang des Segelhafens passieren wir das Zisterzienserkloster Birnau, dessen Anblick vom Radweg aus durch die zugehörige Wallfahrtskirche geprägt ist. Kurz darauf erwartet uns in Unteruldigen ein weiterer schöner Yachthafen, aber auch die Möglichkeit, die berühmten Pfahlbauten dort zu besichtigen. Nach einer weiteren schönen Teilstrecke direkt am See entlang erreichen wir Meersburg, dessen Stadtbild durch die gleichnamige Burg geprägt wird, die sich etwa 40 Meter oberhalb vom Seeufer befindet. Der Bodenseeradweg führt uns durch die unterhalb der Burg gelegene Unterstadt. Hier gibt es einige Einkehrmöglichkeiten, in denen man vom regional angebauten Wein kosten kann. Meine Tour führte mich ein paar Kilometer weiter zu einer schönen Einkehroption. Rebgut Haltnau direkt am See, einwandfrei. Nach Meersburg verläuft die Radroute noch bis Hagenau direkt am See entlang. Im Anschluss ist der Radweg wieder etwas vom See versetzt. Im Landesinneren über Immenstadt geht es bis zur nächsten größeren Stadt, Friedrichshafen. An Friedrichshafen interessant finde ich die Rolle der Stadt, die es in der Entwicklung der Luftfahrt spielte. Erlebbar ist dies zum Beispiel im Zeppelin-Museum, das sich direkt am Hafen befindet, aber auch im Dornier-Museum, das sich der Geschichte der Luft- und Raumfahrt widmet. Nach Friedrichshafen liegt die Strecke des Bodenseeradwegs wieder etwas entfernt vom See, teilweise auf schottriger Piste. In Langenargen erwartet uns wieder eine schöne Ortsdurchfahrt mit der schönen Kirche St. Martin, aber auch der Ortsmitte inklusive Rathaus. Direkt am See entlang führt die Route erst wieder, wenn wir nun das Bundesland Baden-Württemberg verlassen haben und uns in Bayern Lindau annähern. In Lindau führt die Route über den Bahndamm auf die Insel, auf der sich der historische Stadtkern befindet. Auf der Insel sehenswert ist neben der Altstadt auf jeden Fall die Hafeneinfahrt, die begrenzt wird auf der einen Seite durch den Bayerischen Löwen und auf der anderen Seite von einem Leuchtturm aus dem Jahr 1856. Mit Verlassen der Insel Lindau über die Straßenbrücke geht es auf die letzten 15 Kilometer des Tages, dabei im Blick das nicht allzu weit entfernte Tagesziel, der Pfänder. Kurz nachdem wir die österreichische Grenze passiert haben, verlassen wir die Route des Bodenseeradweges, wie auf der Karte dargestellt, um unsere kleine Zwischenetappe mit Bergankunft auf dem Hausberg von Bregenz anzugehen. Die gut zu fahrende asphaltierte Fahrstraße auf dem Pfänder besitzt eine Länge von etwa 7 Kilometern bei einem Höhenunterschied von etwa 650 Höhenmetern.
Dies bedeutet Steigungsprozente überwiegend im zweistelligen Bereich, einwandfrei. Wer sich die Berganfahrt mit dem Fahrrad nicht antun möchte, kann die Fahrstraße auch mit dem Pkw bis zu einem Parkplatz nutzen, der gut 15 Gehminuten vom Gipfel entfernt ist. Alternativ gibt es auch die Bergbahn von Bregenz aus. Meine Berganfahrt mit dem Fahrrad geht beim Gipfelkreuz nach gut einer Stunde und 15 Minuten zu Ende. Neben der Aussicht in Richtung Bregenzer Wald in östlicher Richtung, aber auch selbstredend auf den Bodensee in westlicher Richtung, wartet auf dem Gipfel die Belohnung, der Gipfelschluck. Als Gipfelbier ein Pittinger, Märzen aus Österreich, zum Wohl. Gleichzeitig gibt es auch eine leckere Mahlzeit, Bohnen mit Speck und Paprika, einwandfrei. Damit lasse ich den Tag wunderbar mit Aussicht ausklingen. Meine Unterkunft ist nur 5 Minuten vom Gipfel entfernt, sehr empfehlenswert, das Gasthaus Mooseck. Dort beginnt der nächste Tag mit einem tollen Frühstück. Auf der Abfahrt bietet sich uns noch einmal ein super Blick über den Bodensee. Kurz nach der Abfahrt sind wir auch schon wieder zurück auf dem Bodenseeradweg und erreichen direkt am See Bregenz mit Blick auf die tolle Seebühne, größte Seebühne der Welt und Schauplatz der Bregenzer Festspiele. Kurz nach Bregenz überqueren wir nicht, wie zunächst angenommen, den Rhein, sondern die Bregenzer Ach. Diese entwässert große Teile des Bregenzer Waldes. Kurz nach der Bregenzer Ach radeln wir auf einer neuen Brücke dann doch über den Alpenrhein. Empfehlenswert aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Radtour den Rhein aufwärts. Bis nach Chur erfolgt dies ohne große Höhenunterschiede, immer schön zu radeln am und auf dem Rheindamm entlang. Wer Lust hat, macht noch weiter über den Oberalppass und sogar den Furka-Pass hinüber ins Rhonetal. Wie wir 2020, schaut auch gerne mal in meine Videos zu dieser Radtour rein. Nachdem sich ab Bregenz gut 25 Kilometer bis Rorschach im Hinterland abgespielt haben mit etwas Entfernung zum See, sind wir in Rorschach nun wieder direkt am Bodensee. Ab hier folgt eine Teilstrecke von gut 20 Kilometer Länge über Arbon bis nach Romanshorn. Wunderbar, direkt am See mit schönen Promenaden, die zu Pausen einladen. Da wir inzwischen in der Schweiz sind, von mir der Hinweis, schaut gerne mal auf der Website veloland.ch vorbei. Dort gibt es viele Vorschläge zu nationalen und regionalen Radrouten. Wir waren auf einigen schon unterwegs. In der Regel alles immer super ausgeschildert, schöne Wege, dazu natürlich die geniale Landschaft, wärmstens weiterzuempfehlen. Nach Romanshorn besitzt die Radroute wieder etwas Abstand zum See. Parallel zur Bahnlinie radeln wir bis nach Kreuzlingen, wo der beschauliche Hafen zu einer Pause einlädt. Auf Kreuzlingen folgt wieder eine schottrige Teilstrecke. Mit Erreichen des Sees befinden wir uns nun am Untersee. Hier haben wir einen Blick auf die Insel Reichenau. Auf diese kann man über einen Damm gelangen, vom Nordufer aus nahe Konstanz. Die Teilstrecke am Südufer des Untersees empfand ich als eine der schönsten Teilstrecken auf meiner Radtour um den Bodensee. Zunächst geht es sehr nah am Bodensee entlang, darauf folgt eine schöne Ortsdurchfahrt durch Steckborn. Danach gewinnen wir etwas Abstand zum See, aber mit ein paar Höhenmetern gewinnen wir eine super schöne Aussicht über den unteren See. Sehr abwechslungsreich dieser Teilabschnitt. Die Teilstrecke des Bodenseeradwegs entlang des Nordufers am Untersee zwischen Stein am Rhein und Raduszell bin ich nicht geradelt, da meine Radtour von Stein am Rhein aus weiterging entlang des Hochrheins bis nach Basel. Am Übergang vom Bodensee auf den Hochrhein erreichen wir nun das schöne Städtchen Stein am Rhein. Neben der tollen Lage am Wasser ist auf jeden Fall die gut erhaltene Altstadt sehenswert. Nach gut 260 Kilometern endet damit meine Radtour um den Bodensee. Am nächsten Tag geht es weiter, an einem Tag bis Basel, gut 150 Kilometer, inklusive des beeindruckenden Rheinfalls. Schaut gerne mal auch in dieses Video rein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.